Hey Leute, was geht ab? Heute zeigen wir euch, wie wir beim Astra Car vorne die Scheiben und die Belege wechseln, nachdem wir das Auto aufgebockt haben. Und wichtig auch für die, die es zu Hause machen, so eine schöne Matte für den Boden, damit die Natur auch geschützt wird, abstellen. Nachdem wir den Reifen runtergenommen haben, nehmen wir als ersten Schritt hier vorne, das sind zwei Kappen, die machen wir einmal raus mit so einem Schlitzschraubendreher. So, einmal und zweimal. Im nächsten Schritt haben wir hier jeweils zwei Schrauben. Ich habe das hier schon rausgenommen, um euch zu zeigen, was das für eine Schraube ist. Sechskant. Dafür braucht ihr hier so einen Sechskant 7er Schlüssel und den kann man dann hier einmal ansetzen und dann langsam dann rausdrehen. Es ist auch nur hier dieser Abschnitt rauszudrehen. Und wenn ihr das schon gedreht habt, könnt ihr dann das langsam hier oben mit so einem Schlitzschraubendreher könnt ihr hier ansetzen und das dann nach außen schieben. Das heißt, ihr müsst nicht wahllos stundenlang drehen, das wird euch nicht entgegenkommen, ihr müsst das hier selbst rausschieben. Dann müssen wir hier diesen Bügel rausnehmen. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt den Sattel rausnehmen. Dazu am besten hier ein bisschen Kraft ausüben, damit der Bolzen etwas reingeht. So. Und wir den Sattel dann rausnehmen können. So. Dann haben wir hier den einen Belag. Hier mal rausnehmen. Wichtig ist, den Sattel nicht an den Schläuchen abhängen lassen, sondern entweder oben anhaken oder irgendwo ablegen, wo der nicht baumelt. Dann haben wir keinen Handschuh an. Dann haben wir hier einen weiteren Belag, den einfach hier rausnehmen. Als nächsten Schritt müssen wir die Schrauben für den Bremssattelhalter entfernen. Dazu brauchen wir entweder einen 21er Nuss, einen Drehmoment dann beim Schließen oder in meinem Fall so einen Schlüssel, ebenfalls 21er, weil es ist wirklich nicht so einfach, wie in manchen Videos gezeigt wird. Die Dinger sind so festgedreht, deswegen muss ich hier ein bisschen Kraft anwenden, um die erstmal lockern. Und die Drehmomente beim Schließen werde ich dann in die Beschreibung packen. Also ich habe das schon mal bei mir gelockert. Das dann zack. So, nachdem wir jetzt die Schrauben entfernt haben, hier oben auch, können wir den Sattelhalter hier entfernen. Müssen wir gleich reinigen. Aber als nächsten Schritt haben wir noch hier die Scheibe. Dann haben wir eine Torx 30er und auch den werden wir jetzt rausnehmen. So. Auch den habe ich etwas vorgelockert, damit ich mich hier vor der Kamera abackere. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder kommt die Scheibe schon entgegen, natürlich nicht, oder wir müssen einmal mit dem Hammer hier draufhauen, dann wird es schon entgegenkommen. Das kommt nicht entgegen, dann probieren wir es mal aus. So, jetzt habe ich ein paar Mal drauf gehauen, hat etwas lang gedauert, aber etwas Kraft anwenden, dann funktioniert es. Also einmal reinhauen, drehen, reinhauen, drehen, reinhauen und dann so weiter, bis es dann entgegenkommt. Davor ein kleiner Trick, hier so eine Schraube wieder reinsetzen, damit die Scheibe nicht sofort rausfliegt. So, jetzt haben wir die Scheibe draußen.
Dann haben wir insgesamt 2 Schrauben für den Bremssattelhalter, 2 Schrauben aus dem Bremssattel, 2 Staubkappen und die Schraube für die Bremsscheibe. Für die Bremsscheibe an sich selbst haben wir hier, manche sagen immer hier, sobald es eine Kante ist, ist es vorbei. Das stimmt nicht. Ihr müsst mal schauen, entweder hier oder irgendwo versteckt unter dem Rost steht die Mindestdicke. Da haben wir hier, ich suche das mal kurz für euch. So, bei den originalen GM-Scheiben stehen hier drin mindestens, also minzig 23 mm. Das heißt, wir haben hier, wenn wir das mal abmessen, dürfen wir nicht unter 23 mm. Bei der neuen Scheibe, wie gesagt, entweder da drinnen oder hier an der Seite steht hier mindestens 23. Und das können wir dann so jedes Mal, wenn wir einen Belag wechseln, können wir das dann abmessen und wenn das dann die Grenze erreicht hat, können wir das dann langsam wechseln. Jetzt sind wir in den Schritten angelangt, an denen wir die Teile reinigen mit einem Bremsreiniger. Einmal den Bremssattelhalter reinigen, dann einmal hier diese Stelle können wir reinigen, auch mit Bremsenreiniger. Und bevor wir die Scheibe einsetzen, am besten hier hinten und vorne reinigen. Nachdem wir den eingesetzt haben, dann noch mal kurz drüber. Hier einmal hier. Dann mal ein bisschen einwirken. So, und die Schrauben können wir auch alle reinigen. Wenn wir das getan haben, gehen wir zum nächsten Schritt. So, jetzt müssen wir den Bolzen zurückdrücken. Dafür haben wir hier so ein Rücksteller-Werkzeug. Kleinen Tipp. So sieht das aus. Diese 3 Teile brauchen wir. Für Opel gilt hier die Nummer 0. Das hier ansetzen. Das Teil hier kommt hier so rein. Ja. Dann haben wir hier, um das hier in Schutz zu nehmen, mache ich das. Also man kann es natürlich so machen, aber ich mache das hier mit einem normalen Belag. Lege ich das hier ab. Hier so schick ansetzen. Dann kann man hingehen und das Ganze dann langsam drehen. Wenn das schwer ist, kann man natürlich oben den Deckel der Bremsflüssigkeit öffnen, damit das leichter ist. Aber es funktioniert auch so. So, wenn der Kolben zurückgedreht ist, nehmen wir unsere neue Scheibe und setzen ihn so an, dass wir dann später die Schraube hier reinlegen können und fixieren das Ganze vorab mit der Mutter. Dann wieder unser Torx an die Bremsscheibe. Seid mir nicht böse, wenn ich falsch liege, aber ich meine, die haben dann 9 Newtonmeter am Drehmoment. Werde ich in die Beschreibung auch nochmal schreiben. Dann wieder unseren Bremssattelhalter mit 150 Newtonmeter anziehen. Zum Drehmoment haben wir hier unten eingestellt und angesetzt. Jetzt werde ich mal hochziehen. Und wenn es klack macht, das heißt, ihr habt 150 Newtonmeter erreicht. Jetzt können wir hier die Stellen einfetten. Vorsicht, nichts an die Bremsscheibe kommen.
wenn ihr hier, wie ich hier an die Scheibe gekommen seid, das machen wir natürlich dann gleich nochmal sauber. Dann bei den Belegen auch jeweils oben und unten einfetten. So, jetzt tue ich den Belag schon mal dran machen, aber ich habe ja hier gekleckert, deswegen drehe ich das mal um. So. Und mache hier den Belag dran. Ja, schön dran halten. Und beim anderen Bremsbelag machen wir ebenfalls etwas Schmierstoff dran. So, dann nehmen wir unseren Bremssattel und werden diese Bügel hier reinschieben. Und fügen alles wieder zusammen. Dann nehmen wir wieder unsere Führungsschrauben mit den 6 Kant und ziehen das mit dem Drehmoment 36 Newtonmeter an. Dann machen wir wieder unsere Schiene hier dran. Einmal rein, unten rein und dieser Bereich kommt dann nach außen. So. Dann noch unseren Reifen drauf. Fest anschrauben und gehen zum nächsten Schritt. Macht nicht die Fehler und vergesst nicht die Kappen. Ich habe jetzt den Reifen nochmal rausgedreht und kann den hier, ohne den Reifen rauszunehmen, Kappen wieder dran machen. Einmal da und einmal da. Bevor wir den Motor starten, müssen wir jetzt 2/3 auf die Bremse drücken und langsam wieder zurücklassen. Und das am besten, ja, ich mache es meistens zweimal, damit der Bremskolben wieder an seiner Position liegt. Das war's mit den Bremsenwechseln für vorne. Beim nächsten Mal gibt es ein Video für hinten, ebenfalls Scheiben und Belege. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alles, was ihr an Werkzeugen benötigt und an Drehmomenten, das packe ich in die Beschreibung. Dort auf jeden Fall reinschauen. Und Kritik ist erwünscht. Gerne kommentieren, auch bei Fragen nicht zögern. Und liken, abonnieren, wie immer, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr up to date bleibt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.